So, hallo. Früher Morgen, ich nutze die Zeit, hier ist noch nichts los. Ich bin in Treuchtlingen an den Heumödern Trails. Samstag ist hier immer ziemlich viel los, deswegen bin ich ein bisschen früh da. Und wir wollen heute mal ein bisschen mit dem Rise Spaß haben. Ihr habt gesehen, ich bin auch den Berg ein bisschen hochgefahren, alles im Eco-Modus. Und das witzigerweise mit einem Motor, der 60 Newtonmeter hat, nämlich der EP8 als RS-Version. Und das Schöne ist, man braucht nicht mehr. Warum? Erzähle ich euch alles und ich erkläre euch auch ein bisschen, warum dieses Rad einen Akku hat, nur mit 360 Wattstunden, was eigentlich für den einen oder anderen erstmal sich wenig anhört, aber offen gesprochen, es ist mehr als genug, dazu aber mehr. Jetzt ab auf den Single Trail, wir schnappen uns heute den Eulenhof Trail und da lassen wir es jetzt mal ein bisschen ballern. Ist es schön drapiert? Ja, hallihallo. Viele kennen mich ja und wissen, dass ich eigentlich bisher nur Räder gefahren bin mit Shimano Motor. Mein bisheriges Rad hatte einen Shimano EP8. Ich muss auch dazu sagen, ich war bisher immer super zufrieden und ich werde über dieses Rad kein einziges schlechtes Wort verlieren. Aber ein Freund von mir hat mich so, ja, ich sage mal, in die Richtung geschubst, ich sollte mal was anderes ausprobieren. Und da sind wir dann irgendwie auf das Orbea Rise gekommen. So, Orbea Rise, ich war skeptisch und muss sagen, wenn man sich die Daten anschaut von dem Rise, ich habe einen 60 Newtonmeter Motor, mein anderer hatte 85 und ich habe einen Akku mit, ich glaube, 360 Wattstunden und in meinem anderen Rad hatte ich knapp 650 Wattstunden. Dann ist das schon irgendwie komisch. Und ich muss aber sagen, ich bin auf dieses Rad gestiegen mit Skepsis und habe das ausprobiert und ganz offen, ich werde von dem Rad auch nicht mehr runtersteigen, weil das eigentlich genau das ist, was ich für mich gesucht habe. So mit diesem Konzept, das Orbea da macht, also mit dem EP8 RS. RS steht übrigens für Riders Synergy. Orbea versucht hier mit dem Orbea Rise und dem Motor, dem Konzept, dem RS-Konzept mal einfach einen anderen Weg einzuschlagen bzw. ein anderes Konzept zu verfolgen. Denn wenn man ganz ehrlich ist, ich bin mit meinem anderen Rad eigentlich immer in den Einstellungen weit unter dem gefahren, was der Motor gibt, nämlich die 85 Newtonmeter. Ich habe die nie gebraucht. Den Boost-Modus für mich persönlich, ja, habe ich eigentlich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ich glaube zweimal eingeschalten. Also ich habe ihn nie verwendet und habe ihn nie benötigt. Und das Fahrgefühl, das ich jetzt irgendwie mit dem Orbea Rise habe, ist ein komplett anderes. Denn wie ich schon gesagt habe, 60 Newtonmeter, die reichen meiner Meinung nach voll aus, denn es ist so ein ganz softer, smarter Übergang zwischen einem Biobike, also einem Rad ohne Motor, ohne Akku, ohne alles, in dem Bereich, ich möchte in das E-Bike hineinkommen, möchte aber trotzdem ein leichtes Rad. Und die Räder beginnen ungefähr bei 16,5 Kilogramm. Also das ist eine Ansage, ein Rad zu bauen mit 16,5 Kilogramm Gesamtgewicht, wo ein Motor verbaut ist, wo ein Akku verbaut ist. Und man geht hier einfach in eine andere Kategorie, nämlich in die Kategorie der Light EMTBs. Ich muss auch sagen, ich bin die erste Zeit mit dem Rad mit Skepsis gefahren und meine erste Tour, da dachte ich mir, okay, 360 Wattstunden, legen wir mal los. Und ich bin bei mir rund um Ottensoos, da gibt es verschiedene Berge, die man ausprobieren kann und ich kenne die Berge in- und auswendig. Das war für mich wichtig, ein Gefühl zu bekommen, was ist an dem Rad anders, und ich bin einfach mal losgefahren im Eco-Modus und was soll ich sagen, ich bin nach meiner gewohnten Runde, wo ich weiß, dass mein Akku eigentlich 3/4 leer ist, bin ich zu Hause angekommen und dachte mir so, irgendwas ist anders. Also ja, ich musste mehr in die Pedale treten, was aber auch gut ist,
Ja? Aber auf der anderen Seite habe ich dann erstmal auf meine Reichweite geschaut und da stand tatsächlich immer noch eine Reichweite von 25 Kilometer auf der Uhr. Also ich hätte noch weitere 25 Kilometer fahren können. Meine erste Tour, ich erinnere mich ganz gut, waren knapp 38 Kilometer und es waren um die 900 Höhenmeter. Was man aber auch wissen muss, dass der Rise vom Konzept und von Orbea eine komplett andere Software bekommen hat. Da hat Shimano mit Orbea und Orbea mit Shimano sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Und es ging bei diesem ganzen Thema darum, den Motor sanft einfahren zu lassen, also sanft in der Unterstützung da sein zu lassen. Aber wenn ich dann die Power brauche, also wenn ich richtig Kraft brauche, und dann, sage ich mal, in einer Trittfrequenz zwischen 75 und 95 Umdrehungen unterwegs bin, dann explodiert dieses Ding. Also ihr habt Kraft ohne Ende, egal ob im Eco-Modus, im Trail-Modus. Und der Trail-Modus ist meines Erachtens nach eigentlich ein Must-Have für ein Fahrrad, weil je leichter ich trete, desto weniger Unterstützung bekomme ich. Und je mehr ich trete, desto mehr Unterstützung bekomme ich. Und so zwischendrin kann man jetzt auch mal den Boost-Modus benutzen, wobei ich habe ihn bis heute noch nicht benutzt. Wenn wir jetzt einfach mal blanke Zahlen sprechen lassen. Hier im Unterrohr ist ein 360 Wattstunden Akku verbaut. Okay, aber, und das ist tatsächlich so, im Eco-Modus kann ich 8 Stunden mehr als 4000 Höhenmeter fahren. Natürlich ist es was anderes wie mit einem Standard-EMTB, wo ich quasi den Berg schon ja, in gewisser Art und Weise hochgetragen werde. Ja. Ich sage immer, das Fahrrad schiebt euch den Berg hoch. Hier ist es so, dass ich wirklich aktiv eingreifen kann und selbst bestimme, wie stark soll mich der Motor unterstützen. Und ich bin der Kapitän, nicht das Fahrrad. Das heißt, ich bestimme, wie stark soll mich der Motor unterstützen. Je mehr ich reintrete, habe ich ja schon gesagt, mit den 75 Umdrehungen, ab hier in einer Kadenz von 75 gibt er wirklich die Kraft raus. Und dann gibt dieser Akku eigentlich und mit dem Motor im gesamten Paket die volle Kraft raus. Warum? Da hat man auch am Akku gebaut. Soweit ich weiß, hat dort Tesla eine Rolle mitgespielt. Also eigentlich steht hier ein kleiner Tesla, denn die Akkus kommen unter anderem von Tesla. Und wenn ich dann sage, als, sage ich mal, Mensch, der sagt, ja, aber ich finde das Rad cool, ich möchte trotzdem mehr Power, mehr Akku, dann gibt es da was. Und da greife ich jetzt mal hinter mich, denn ich kann neben diesen 360 Wattstunden nochmal nachrüsten mit im Moment am Markt dem kleinsten Range Extender, den es gibt. Das ist der hier und der hat 252 Wattstunden und wiegt gerade mal 2,2 Kilo. Also nichts. Den kann ich entweder im Rucksack mitnehmen oder ich setze ihn hier ein. Habe ihn also da, wo ich normalerweise meine Flasche habe. Und dann gibt es da, ich muss nochmal zurück, gibt es da dieses kleine Kabel, das stecke ich oben und unten am Fahrrad an. Und wenn ich dann zusammenzähle, habe ich insgesamt mehr als 500 Wattstunden. Im Übrigen auch, so Zahlen, Daten, Fakten, diese 360 Wattstunden ohne den Range Extender sind vergleichbar bei einem herkömmlichen EMTB ungefähr mit 540 Wattstunden. Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber ich kann euch nur empfehlen, geht mal zu einem Händler, der Orbea-Räder hat, schaut euch die Räder an, fahrt damit Probe, ihr werdet überrascht sein, ich war es selber auch, wie weit ihr mit dem Rad kommt, mit einer Akkufüllung. Und wenn es euch nicht reicht, hey, es gibt einen Range Extender und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann gibt es auch 2 oder 3, da kann man ja damit spielen, müsst ihr selbst entscheiden. So, und auch nochmal ein letztes Wort, weil ich immer wieder, wenn ich im Internet so auf den diversen Foren unterwegs bin und das Orbea Rise kommt ins Spiel, dass ich höre, wow, man kann den Akku nicht rausnehmen. Und ganz schlimm, man muss den Akku der ist fest eingebaut. Im Ernst, scheiß drauf. Wenn ihr eine Garage habt, wenn ihr einen Keller habt, dann fahrt das Rad in die Garage, steckt es dort an. Und den Range Extender, der ist ja rausnehmbar, also hier, der ist abnehmbar. Und den kann ich auch, wenn ich will, im Schlafzimmer kuscheln oder ich kann ihn im Schlafzimmer laden. Also das ist für mich kein Argument. Ebenfalls, was ich immer wieder in den Foren lese, ja, kauf dir einen Rise und wenn du willst, dann gehst du zum Händler und der Händler macht dir dann die 85 Newtonmeter Softwareversion drauf. Stopp, macht das nicht. Ich sage euch auch warum. Ihr zerstört damit dieses Gesamtkonzept von diesem Fahrrad.
Erstens wird euch der Akku so schnell leer gesaugt, ihr werdet keinen Spaß mehr mit dem Rad haben. Auch wenn ihr einen Range Extender habt, es macht keinen Sinn. Wirklich. Fahrt dieses Rad Probe, kann ich euch echt nur empfehlen. Geht zu einem Orbea-Händler, der hat die Räder da. Fragt mal freundlich, ihr dürft das Probe fahren, probiert die Dinger aus und ihr werdet feststellen, das, was ich euch hier erzähle, das ist, man muss es fühlen, man muss es ausprobiert haben. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, ich war selber skeptisch ohne Ende, weg. Also für mich ist das die perfekte Maschine, denn auch die Effizienz, die dieses gesamte Paket hat, also der 60 Newtonmeter Motor, der 360 Wattstunden Akku, das leichte Rad, also ich sag mal, dieses Ding hier hat ungefähr 18,5 Kilo, da müsst ihr lange suchen und ihr werdet mit diesem Rad genauso weit fahren, egal wie groß, wie schwer ihr seid, ihr werdet genauso weit fahren, wenn ihr in der richtigen Kadenz tretet, das ist immer das Wichtige, also ab 75 Umdrehungen kommt das Ding richtig zum Vorschein, da haut er volle Kraft die Power raus und 60 Newtonmeter meiner Meinung nach reichen vollkommen aus. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich verletzt habe? Ich möchte nochmal auf den Range Extender zu sprechen kommen. Ganz im Ernst, wenn ihr euch den anschaut, für mich am Markt, und ich habe mir einige Range Extender angeschaut, ist es der schönste Range Extender, den du im Moment für Geld kaufen kannst, weil er wirklich wie ein Block ist. Er wiegt fast gar nichts, er passt perfekt in so einen Flaschenhalter. Ja. Ich habe noch keinen schöneren gesehen. Wenn ihr einen findet, unten in die Kommentare. Ich will mal einen schönen Range Extender sehen. Mehr möchte ich euch zu dem Orbea Rise eigentlich gar nicht erzählen, weil, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir sind an den Heumödern Trails, bin ich heute dreimal rauf und dreimal runter. Der Akku, da ist noch genügend Energie drin. Ich brauche keinen Range Extender, den lasse ich jetzt mal da, einmal für dich. Ich brauche den nicht, ich habe noch genügend Energie, um mindestens noch zweimal da heute runter zu ballern. Mir hat Spaß gemacht und ich werde jetzt noch ein bisschen Spaß haben. Hier in den Heumödern Trails in Treuchtlingen, kleiner Tipp, solltet ihr mal herschauen, hier macht es echt Spaß. Und der Robert, Geheimtipp, der macht einen super geilen Apfelkuchen. So, das war's, bis bald. Ciao und Servus.